Offizielle Bezeichnung: Mobile Task Force DE 9A. Rufname 9 Alice, tief in Reinekes Bau. MTF-Identifikationscode MTF-DE 9A. Allgemeine Information. Mobile Task Force DE 9A ist auf Erkundung und Katalogisierung/Kartografie von anomalen und extrarealen Orten spezialisiert. Neben der Standardbewaffnung führen sie zu jeder Zeit auch Messgeräte mit sich, um die Stabilität und Verzerrungen der Realität und der Anomalien zu ermitteln. Wegen der teilweise sehr gefährlichen Eigenschaften solcher Orte, wie unerwartet zu implodieren oder instabil zu werden, sind die Mitglieder vorbereitet, sich in vielen Umgebungen selbst zu versorgen und sich gegebenenfalls zu opfern. MTF-DE 9A wurde am 12. Januar 2001 gegründet und ist am Hochsicherheitsstandort DE 9 stationiert. Die tarnen sich meist als Geophysikalisches Sonderforschungsinstitut, GFSI, und/oder Frontunternehmen der Foundation Norvelia Infrastruktur. Ihre Funktion liegt in der Erkundung und Katalogisierung von anomalen und extrarealen Orten. MTF-DE 9A Größe beträgt 15 Personen. Rekrutierung. Bei dem Rekrutierungsverfahren der Mobile Task Force DE 9A handelt es sich um ein selektives Verfahren, das vorrangig innerhalb des deutschsprachigen Zweiges der SCP Foundation ausgeschrieben wird. Das Verfahren wird ausschließlich in jenen Fällen eröffnet, in denen ein Mitglied der Einheit während eines Einsatzes in einer fremdrealen Umgebung als verloren gilt. Die Besonderheiten der Einsätze erlaubt keine konventionelle Personalrotation. Nach Eingang einer Bewerbung erfolgt zunächst ein theoretischer Eignungstest mit Schwerpunkt auf realitätsphysikalische Grundlagen, multidimensionale Navigation, topologische Anomalietheorie sowie psychologische Selbstreflexion unter sensorischer Deprivation. Bewerber, die den Test erfolgreich absolvieren, durchlaufen anschließend ein psychologisches Belastungsszenario in einer kontrollierten Isolationsumgebung. Den Abschluss bildet ein persönliches Rekrutierungsgespräch unter Leitung von Hauptmann Elena Brix oder in Vertretung durch Leutnant Morten Röschel. Folgende Voraussetzungen zur Rekrutierung in die Einheit wurden von der Mobile Task Force DE 9A festgelegt. Erster nachweislich mindestens 2-jähriger aktiver Dienst innerhalb einer Abteilung oder MTF-Einheit der SCP Foundation, bevorzugt mit Erfahrung im Bereich der Ortserkundung, Bergung oder Anomalienklassifikation. Zweite. Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung bei einer militärischen Spezialeinheit Deutschlands, Österreichs oder der Schweiz, zum Beispiel KSK, Jagdkommando, Grenadierspezialeinheiten. Dritte. Grundkenntnisse in den Bereichen Raumzeitphysik, topologische Geometrie oder verwandte Disziplinen vorzugsweise mit belegtem Zertifikat aus einem Foundation-internen Fortbildungsmodul. Vierte. Nachweisliche psychische Belastbarkeit unter Isolation, sensorischer Instabilität und kognitiver Verzerrung. Fünfte. Bereitschaft zur Teilnahme an einsatzbedingten Langzeitaufenthalten in extrarealen Umgebungen und zur Durchführung potenziell terminaler Aufträge im Sinne der Foundation-Zielsetzung. Sechste. Fähigkeiten im Langzeitüberleben unter extremen Bedingungen, einschließlich Versorgungssicherung ohne Rückhalt, Improvisationstechniken und mentale Selbststabilisierung in totaler Abgeschiedenheit. Ausbildung. Wie bei spezialisierten Einheiten der SCP Foundation üblich, werden nach einem erfolgreichen Rekrutierungsverfahren insgesamt 5 bis 6 neue Rekruten in die Mobile Task Force DE 9A aufgenommen. Die anschließende Ausbildung dauert in der Regel 12 Monate und dient der umfassenden Vorbereitung auf Operationen in instabilen, anomalen oder vollständig nicht kartografierten Räumen jenseits bekannter Wirklichkeitsstrukturen. Die Ausbildung gliedert sich in einen theoretischen 60% und einen praktischen Teil 40%. Aufgrund der besonderen Einsatzanforderungen, wie vollständige Isolation, strukturelle Instabilität und der fehlende Kontakt zur bekannten Zivilisation, liegt ein zentraler Fokus auf der Autarkie der Rekruten sowie deren Fähigkeit, über längere Zeiträume hinweg allein in potenziell tödlichen Umgebungen zu überleben. Der theoretische Unterricht vermittelt grundlegendes Wissen in den Bereichen realitätsverzerrender Phänomene, nicht-euklidischer Raumgeometrie, multidimensionaler Navigation, dynamischer Umgebungserfassung sowie psychologischer Selbststabilisierung unter Belastung. Zusätzlich werden Notfallprotokolle in realitätskritischen Situationen behandelt.
Der theoretische Teil der Ausbildung vermittelt unter anderem Grundlagen realitätsverzerrender Phänomene und deren physikalisch-mathematische Beschreibung, Einführung in Topologie, nicht-euklidische Raumgeometrie und fragmentierte Zeitverläufe, Navigationsprinzipien ohne Bezugssysteme in geschlossenen Realitätsblasen, Methodik der anomalen Feldkartographie und dynamischen Umgebungserfassung, Verhalten und Selbststabilisierung bei kognitiver Dissoziation, sensorischer Deprivation und temporaler Inkohärenz. Begleitend zum theoretischen Unterricht absolvieren die Rekruten regelmäßige praktische Einheiten auf dem Gelände von Standort DE9 sowie im isolierten Testbereich SCP-DE, einer kontrollierten Trainingsanomalie, deren absichtlich instabile physikalische Bedingungen eine realitätsnahe Simulation extrarealer Einsätze ermöglicht. Während dieser mehrwöchigen Übungen agieren die Rekruten vollständig isoliert, jeglicher Kontakt zur Außenwelt wird unterbunden. Ziel der Einsätze ist es, unter feindlichen Umweltbedingungen Daten zu sammeln, strukturelle Stabilität zu analysieren, Rückwege zu sichern und trotz realitätsverzerrender Effekte handlungsfähig zu bleiben. Parallel zur Fachausbildung absolvieren alle Rekruten eine 3-monatige militärische Grundschulung, welche auf dem Ausbildungsrahmen der Schweizer Gebirgsaufklärungseinheiten basiert. Diese vermittelt physische Belastbarkeit in isolierten Hochrisikozonen sowie taktisches Handeln in Kleingruppen unter vollständiger Eigenverantwortung. In ihrer Ausbildung werden folgende Schwerpunkte behandelt: Anwendung und Interpretation realitätsdiagnostischer Messgeräte, Langzeitüberleben in isolierten, anomalen oder lebensfeindlichen Zonen, Umgang mit multidimensionalen Störungen, topologischen Brüchen und Raumzeitversatz, Selbstversorgung und Ressourcennutzung ohne Zivilisationskontakt, Erfassung, Bewertung und Kartierung extrarealer Raumgebilde, Notfallprotokolle zur Datenrettung, Selbstopferung und Umgebungsstabilisierung. Nach Abschluss der Ausbildung wird jeder Rekrut einer strengen Abschlussbewertung unterzogen. Nur der leistungsstärkste Rekrut wird fest in die Einheit übernommen. Alle übrigen werden mit entsprechender Aktennotiz in die Warteliste für zukünftige Eingliederungsphasen der Mobile Task Force DE9A aufgenommen. Belegschaft und interne Struktur. Leiter MTF DE9A, Hauptmann Elena Brix. Leiter des Erkundungstrupps, Leutnant Morten Röchel. Leiter des Kartografietrupps, Leutnant Christian Zimmermann. Mitglieder: Erkundungstrupp 11, Kartografietrupp 4. Ausrüstung. Standardausrüstung: 15 Standarduniformen der GFSI, 15 Standarduniformen der Norvelia Infrastruktur, 15 Standard-Gefechtsausrüstungskits, 20 Standard-Handfeuerwaffen, 12 auf die Soldaten spezialisierte Handfeuerwaffen, siehe vollständige Ausrüstungsliste. Spezialausrüstung: 15 Typ 2 Erkundungsspezialanzüge für extrareale Orte, 2 mobile SRAs zur Realitätsstabilisierung, 5 CAN-Zähler zur Messung der lokalen Realitätsinstabilität, 3 3D-Scanner, 4 LiDAR-Kameras, 6 Drohnenkameras, 20 Signalbarken und Peilsender, allgemeine Markierungsausrüstung, 2 autarke Energiequellen, 4 Nährstoffversorgungskits Klasse 3 Typ R, 2 Trägheitsnavigationsgeräte und Leitseile, Ariadne-System. Fahrzeuge: 2 Mercedes-Benz C-Trus 2733 6x6, speziell auf die Tarnungen und aufgerüstet. Sonstige Informationen. Innerhalb des deutschsprachigen Zweiges der SCP Foundation bildet die Mobile Task Force DE9A eine der einzigen Einheiten, deren Hauptaufgabe nicht in der Sicherung und Bergung von Anomalien liegt. Sie werden stattdessen ausschließlich in der Erstkartografierung, Katalogisierung und Klassifikation von extrarealen Räumen und Strukturanomalien eingesetzt. Obwohl die Einheit selten in direkte Kampfhandlungen verwickelt ist, können solche Begegnungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Besonders dann nicht, wenn feindselige Lebewesen in den Umgebungen vorhanden sind. Aufgrund der strukturellen Eigenschaften ihrer Einsatzgebiete operiert DE9A nicht selten in raumanzugähnlichen Spezialanzügen, die für Langzeiteinsätze in realitätskritischen Umwelten entwickelt wurden. Diese Ausrüstung schützt nicht nur physisch, sondern enthält aktive Module zur psychischen und sensorischen Stabilisierung, Atem- und Nährstoffversorgung sowie realitätsverankernde Komponenten. Die Mitglieder dieser Einheit bilden im operativen Protokoll regelmäßig die erste Quelle zur Einordnung neuer anomaler Orte.
Sie verfügt über eine gesonderte Schulung in der Erstklassifikation extrarealer Anomalien und ist autorisiert, nach einem ausreichenden Maße die erkundete Anomalie vorläufig mit den Klassifikationen sicher, Euklid oder Keter zu katalogisieren und an die zuständigen Forschungseinheiten zu übergeben. In den meisten Fällen vertraut die Abteilung zur Klassifikation anomaler Objekte dem Urteil der Mobile Task Force DE 9A und ihre Erstklassifikation wird meistens übernommen. Die Geschichte der Einheit ist untrennbar verbunden mit einem Tier, einem weiblichen Fuchs namens Reineke. Der Fuchs tauchte während der allerersten Mission der ursprünglichen Einheit, damals noch unter anderer Bezeichnung, schwer verletzt und abgemagert am Rand eines anomalen Areals auf. Die Mitglieder der Einheit kümmerten sich trotz interner Vorschriften um das Tier, pflegten es gesund und nahmen es schließlich inoffiziell bei sich auf. Als die Standortleitung anordnete, Reineke wieder auszusetzen, scheiterte der Versuch. Der Fuchs kehrte immer wieder zu den Mitgliedern zurück. Schließlich wurde unter Antrag, das Tier bis zu seinem Ableben als Haustier zu halten, Reineke innerhalb des Standortes zugelassen. Über mehrere Jahre hinweg lebte Reineke bei der Einheit, war bei Einsatzbesprechungen anwesend, verschwand nie aus dem Aufenthaltsraum, außer bei Spaziergängen mit Mitgliedern der Einheit, und wurde für viele zum stillen Maskottchen der Einheit und Sinnbild für den Schutz der Verlorenen. In Standort DE 9 gewann und genoss Reineke aufgrund ihrer sozialen und menschenfreundlichen Natur großes Vertrauen und die Aufmerksamkeit der anderen Mitarbeiter. Zu Lebzeiten von Reineke konnte sogar eine Steigerung der Bewerberzahlen für die Mobile Task Force 9R beobachtet werden. Nach ihrem Tod, verursacht durch eine chronische Krankheit, wurde ihr Schädel präpariert und dient seither als zentrales Symbol der Einheit. Die Umbenennung der Truppe in Tief in Reinekes Bau erfolgte auf Antrag aller aktiven Mitglieder. Der Schädel und die Asche Reinekes werden in einer kleinen, versiegelten Urne im Aufenthaltsraum der Einheit aufbewahrt. Für die Einheit steht Reineke nicht nur für Zugehörigkeit, sondern auch für die Fähigkeit, aus jedem unmöglichen Winkel einen Ausweg zu finden. Eine Eigenschaft, die im Inneren extrarealer Zonen über Leben und Tod entscheiden kann. Im Gedenken an Reinekes Leben, Beweglichkeit und Unbeugsamkeit wurde ein Ritual in das interne Protokoll der Einheit aufgenommen. Die Einheit besitzt eines kleines Haarbüschel, der Reineke zu Lebzeiten entnommen und in einem runden Glasgefäß luftdicht versiegelt wurde. Sollte ein Mitglied während einer Mission als vermisst oder nicht zurückgekehrt gelten, unabhängig davon, ob es als verloren oder verschollen eingestuft wurde, wird das Gefäß mit Reinekes Haarbüschel in die persönliche Schublade des betreffenden Mitglieds gelegt, still und ohne Kommentar. Solange kein endgültiger Todesnachweis vorliegt, verbleibt das Haarbüschel an diesem Ort. Der Akt gilt als Schutzsymbol, basierend auf dem internen Glauben der Einheit, dass Reinekes Geist den Verlorenen den Ausweg zeigt. Der Brauch wird ohne Pathos, aber mit tiefer Konsequenz gepflegt. Die operative Struktur der Einheit ist betont flach, da Entscheidungen häufig gemeinsam getroffen werden. Jedem Mitglied wird das gleiche Maß an Vertrauen und Respekt entgegengebracht.